Howdy ho, hier ist wieder Aquifel mit Resident Evil 7, Episode 17. Was mit dem Schiff geschah? Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich weiß inzwischen, woran es lag. Aber egal, wie gesagt, ich wollte ja das gute Ende auch nochmal machen. Den Bosskampf mit Mia, den reiche ich dann irgendwann nach. Muss jetzt hier nur noch mal ganz kurz, dass ich im Stream bin und läuft. Sehr gut, jetzt sehe ich auch eure Kommentare und ich muss wieder mal ganz obligatorisch mal schauen. Gucken wir mal da hinten hin. Ja. Au! Sprinte mal, du Bitch. Ich brauche nämlich Munition. Psychotonikum, sehr gut. Vor allem, wenn jetzt hier keine Knarre drin ist, keine Munition. Lass die Hilfe aus. Wollen die mich verarschen? Ja. Yippie-ki-yay. Braucht dringend Munition. Ist ja nicht so, dass man sie mir jetzt gibt. Geil. Gut. Das war ja das, was hier so nervig war. Da oben wollen wir noch gar nicht gucken. Da kommen wir noch nicht weiter. So, ich weiß, da war was drin. Kraut, sehr schön. Ich kann mich super heilen. Und verschieße jetzt meine letzte Munition für Schießpulver. Dieser hinterletzte Dreck. So, jetzt kann ich hier jetzt ein bisschen was machen. So. Jetzt geht es doch etwas aufwärts. Ja, wir sehen, hier geht jetzt gar nichts mehr. Aber können hier jetzt Dinge tun. Hervorragend. So. Gut, jetzt müssen wir zu 3F gehen. Wie gesagt, 4F, ich kann nochmal auf Nummer sicher gehen, aber da geht es ja nicht weiter, weil hier Crap ist. Gut. So. Müssen wir hier durch. Und schon sind wir hier. Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Nö. Ich muss mir das echt jetzt angucken. Ich sag mal so, ich habe es ja letztes Mal schon gespielt.
Na, gucken wir mal, ob ich drum rumkomme. Weil ich das jetzt enorm fand. Den Teil, wie gesagt. Dein Zustand Na wird geil. schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon so weit fortgeschritten. Müssen wir das nochmal machen? Och nö. Und herzlich willkommen. Das schon wieder. Aber das geschieht mir recht. Na, das geschieht dir Sie wegen recht. mir kommen. Ja, nee, das nicht. Das ist deine Schuld. Geschieht dir recht, wenn Das ich ist das nicht, nochmal dass ich machen dich muss. sterben lasse. Das. Dich hat sie nicht angegriffen? Und dem geht's Das ist echt Teil des beschissen. Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Ivy. Wo bist du? Gucken wir mal, ja. Verteidigungsmittel, das für die können wir für alles nehmen. So. Jetzt geht das. So. Da war hier noch alles in Ordnung. Pillen. Nur das Wichtigste, Pillen fressen. Ah, ich glaube, wenn ich das hier nicht öffne, die Sachen, dann habe ich die später. Sehr gut. Ah, hier ging es jetzt durch. Aber dafür hier. Nein! Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn es so weitergeht. Ja. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Machen wir, Stimme ich ey. zu. Oh, da drüben gab es ja nichts zu sehen. So, wo muss ich jetzt hier hin? 2 Öffner. Ja. Oh, dann muss ich da hinten wohl lang aufklettern. Ach, hier, ja. Hui. Gut. Ja, hier ist auch nichts Gescheites los. Oh doch, Maschinengewehrmunition. Ha! Na gut, da kann man jetzt nicht. Schauen wir mal. Na, komm her. Man merkt, die haut ab wie sonst. Oh, das Aim.
Und auch noch unnötig, weil er sowieso tot war. Ja. Meine Herren. Jetzt geht's runter. Schiff S2. Na gut. Gehen wir mal los. Oh, stimmt, das war ja jetzt das. Ah, hier war doch gleich einer. Und herzlich willkommen. Alter. Naja, es ist unpraktisch nebenbei zu rauchen, sind wir ehrlich. Herzlich willkommen. So. Da war nichts. Oh, komm her. So. Ja, ich gucke gleich. Ich rauche ja gerade noch. Ach, da muss ich wieder ätzen. Ja. Oh, ich gucke gleich. Oh. So, guck ich mal schnell. Hi, Paul Williams. 1 to 10. Yeah, I would definitely rate it a 10. The season pass, well, I haven't really played the season pass stuff yet, but it seems it's worth the money. There's some, mini games like a horde mode or something like that, and even more of the episodes in the style of the main game. What the? Oh, da ist die Tür, ey. Kann natürlich auch blind sein. Oh. Habe ich jetzt eigentlich Dings hier? Oh ja, habe ich. Oh. So, now I'm finished smoking. So. Yeah. I'm on the right track. But, even if I haven't played much of the season pass stuff yet, except Ethan Must Die, it seems like it's really worth the money. Oh, definitely not a waste. If you like more classic Resident Evils with atmosphere, instead of just running around and killing tons of zombies, like an average action game, or in case of Resident Evil 6, a bad action game, well then you definitely won't regret buying the game. Wait a second. Was die other door? Ich weiß gar nicht, ob die andere Tür mit Ätzmittel verschlossen war oder nicht. Oh.
But in case you have just bought the game, I cannot really recommend watching this here because I'm near the end of the game. So there are some spoilers ahead. Yeah, if you haven't started it, you shouldn't really be watching this because this is really near the end of the game. The last, you cannot call it dungeon. The last part before it, the showdown with Evelyn. Whoever Evelyn might be, I don't want to spoil the game for you. Where the fuck is it? Wo bist du, Evie? Evie, warte! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir The new Hitman? No, I haven't played the new Hitman. Geht's dir gut? Mach du mir Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. The new Hitman looks good, or Resident Evil? Both. Yeah, I haven't seen the new Hitman yet, but Resident Evil definitely looks good. And the best thing about the game, as I said, I don't want to spoil it, probably good that the game is in German, or voice lines and texts are in German, so it doesn't spoil too much. But it definitely looks good, and the best thing about the game is that you have more atmosphere, and yes, as you can see here with the gameplay, it's not as much action game and more atmospheric. That's something I at least missed with Resident Evil 5 and 6. And 5 was fun to play, but 6 was just below average. Below average action game, so that really didn't work out for me too well. As the more atmospheric approach is better. It's a lot scarier than the. Don't need that crap. It's a lot scarier than the last two Resident Evil games. Whoa! Ouch! Oh, wait a second.
here. More bombs. And these here, the thing is, you don't really have zombies in this game. You just have these molded here, and the Baker family. And yeah, the pace with the monsters and the action is slower than with the where the fuck do I have to go now? Slower with than with the last Resident Evil games, but it's the opponents are more threatening to you, especially the family. And the boss fights, they are not that complex or hard, but they're well done and not as as Silent Hill definitely. Still hope that someday it's more than just a demo. No, but well, the family is or rather the boss fights are, as I said, they're not as action-packed and not as over the top as with, for example, Resident Evil 6, where you have to kill a thing that or an opponent that is double the size of the screen. You have to kill it over and over and over again, and then it transforms into a Tyrannosaurus Rex, and you have to kill it again. And then you have a helicopter, and you have to kill the same shit opponent again. This one here is a little bit more down to earth. And the whole theme with these molded and possessed people is scarier than the classic zombie stuff. Yeah, great. But the worst is yet to come. I've played this part already, and there's a sequence where you have to decide something, and either you get a bad ending or a good ending. The best game out for PS4. Well, depends on who you ask. Resident Evil 7 definitely is a great game. I personally like Overwatch, although right now it's getting on my nerves a little bit because, well, the teammates often do not really know how to play the game, and that then you play the game in a shit way too, so... And I'm really looking forward to the Ghost Recon Wildlands game, because the open beta, or the closed beta, the open beta is happening right now. The closed beta was already quite nice, and with 3 good friends, it's really fun to play. But best single player game at the moment, I definitely would say Resident Evil 7. Especially in VR, but I'm not playing it in VR because I got a little bit sick playing it in VR rather fast, so you have to have a strong stomach for that to work, so... or you'll get motion sickness pretty fast. Same with Here Live. Wir werden für immer zusammen sein.
And yeah, in case you're wondering what is happening here, this is one thing with Resident Evil 7 that you can find videotapes. And if you find a cassette player or VHS player, you can watch these tapes. And when you watch these tapes, you sort of play them. Ah, danke. You don't have to do that, but it really helps you with some stuff you you encounter later on. So it definitely is a good choice playing the VHS cassettes or the VHS stuff. Only thing that sucks with Resident Evil 7 is it doesn't load very often, but when it does, it really does. But then again, the whole areas you don't have to load anything in it. That's good. But when starting a game, it really takes a long time to really start it. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, liked das Video, teilt es, abonniert auch meinen Kanal und schaut in die anderen Videos und Streams rein, unter anderem für weitere Horrorspiele. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.